Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also da drin ist auf jeden Fall ein bisschen feucht. Und das Problem ist, ich denke, wir haben die untere Schraube nicht zugedreht. Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 911 Things to Repair. Erik ist im Urlaub und wir wagen uns an eines der sicherheitsrelevanten Teile. Oder Till? Ja, also ist schon definitiv sicherheitsrelevant. Die Bremse vorne. Die habe ich in letzter Zeit kaputt gefahren. Da hat der Bremssattel geklemmt und jetzt wird die ausgetauscht. Und Till und ich, wir kriegen das, glaube ich, hin. Das erste, was wir machen, ist ein bisschen was von der Bremsflüssigkeit rausnehmen, damit es nicht raussuppt. Dann werden wir die Räder abnehmen und dann schauen wir, dass wir die Sättel irgendwie losbekommen, die Scheiben losbekommen und die neuen drauf machen. Und dann sollte das eigentlich schon erledigt sein. Hoffentlich. Wahnsinn. Wenn es immer so einfach wäre. Ja, der ist... Ja, den habe ich auch schon rausgenommen. Ich habe den Sensor rausgenommen, weil der schon am Wegbrutzeln war. Wann fängt denn an, dieser Sensor was zu sagen? Wenn der wegschmilzt? Wenn er angeschliffen wird. Wenn er angeschliffen wird? Okay. Wenn er offen liegt, dann sagt er, ey! Ey! Ganz schön runter. Okay. Na gut, dann waren wir ja noch kurz vor Limit. Okay, also hier sind so 2 Bolzen drinnen. Die habe ich beim letzten Mal schon rausgenommen. Deshalb weiß ich schon ungefähr, wie das funktioniert. Den Sicherungsstift, den haben wir nämlich damals, vor 2 Wochen, bevor ich auf die Rennstrecke gegangen bin, haben wir den nochmal mit Schmiermittel eingeschmiert, damit der Bremsbelag besser drauf rutschen kann. Hat offensichtlich funktioniert, die Bremse hat mich nicht im Stich gelassen. Was ihr hier jetzt seht, das ist so eine Sicherungsfeder. Das hier sind die Bremsbeläge links und rechts. Da sitzen die Bremskolben drinnen. Und jetzt habe ich gerade die Sicherungsstifte rausgezogen. Das hier ist übrigens der Sensor, der mich hätte warnen sollen, wenn irgendwann mal die Bremse durch ist. Ich habe es dann rausgenommen für die Rennstrecke, weil ich jetzt nicht unbedingt so scharf drauf war, dass es dann da anfängt rumzunölen oder sowas. Also abgesehen davon, dass ich auch nicht unbedingt Metall in der Bremse dann auch noch extra haben wollte, weil das ist hier aus Metall, dieser Sensor. Also habe ich den rausgenommen und einfach gehofft, dass die Bremse hält. Hat gehalten, ich bin dann danach noch mit in den Urlaub gefahren. Ich kriege es jetzt so gar nicht raus, da müssen wir erstmal den Kolben zurückdrücken. Dann kann man die einfach so rausziehen, hier so die Bremsbeläge. Und dann nimmt man den Sattel runter. So, das ist der eine Bremsbelag, der sieht eigentlich noch ganz gut aus. Das ist auch der nicht kaputt ist, beziehungsweise der Kolben, der nicht kaputt ist. Und dann kommt der andere. Und Halleluja, der sieht schon ziemlich traurig aus. Hier sitzt der Sensor eigentlich drinnen und das sollte nicht sichtbar sein. Ihr seht, der Bremssattel, der ist festgemacht hier mit 2 Schrauben. Eine hier und die zweite da unten. Und in meinem Fall ist es 19, was ist das, ein Millimeter oder was ist das eigentlich für eine Größenangabe? Aha. Ja, 19 Millimeter Durchmesser das Ding. Und ja, das werden wir jetzt mal aufschrauben und dann nehmen wir den Sattel runter. Schon nach oben, oder? Links drehen, anders, runter. Ah, ja, du hast recht. Oh Mann, ey. Es ist nicht sinnvoll, diese ganzen Schlauchelemente hier erstmal abzumachen, weil wenn jetzt hängt ja dann der Sattel da einfach gleich rum an diesen Schlauchelementen. Tatsächlich. Mats, den haben wir eh neu, den können wir einfach zuklemmen. Ja. Weil es nicht so schlimm ist, wenn der jetzt kaputt ist. Normalerweise würde ich den jetzt vielleicht nicht unbedingt zuklemmen, aber den hast du neu. Ja, den haben wir neu. So. Also da nehmen wir einfach wieder so ein Wir haben hier ein extra Maul. Ja, Nee, wir haben hier einen extra Bremsleitungsschlüssel. ist nicht wahr. Warum ist der so? Genau da drauf, weil das ist immer doof, wenn man den rumdreht. Das muss ich wieder überlegen. Sieht aber... Andere Seite. Ja, Konterdingens, genau. 1940. Spritzt es oder ist es eher so... Es tropft. Na gut. Ist doch schon locker. Ah, tropft nicht mal. Ist jetzt den da unten auch weg? Den kannst du. Den brauche ich sowieso auch. Ja, aber den kannst du jetzt noch drin lassen. Okay. Und drehst einfach den Sattel erstmal ab. Ja. War's schon. Das war's schon. Also. Verloren.
Danke fürs Festhalten. Okay. So, ein bröseliger Bremssattel. Bäh. Nur mal so Bremsscheibenleere merkt man hier eigentlich auch so. Die Bremsscheibe, dass die da jetzt gelitten hat darunter, dass sie da die ganze Zeit anlag, ist das, wenn da so ein, fühl mal, ist da so ein Grat dran oder so? Ist das doof oder gehört das? Oder ist die noch, wäre die noch theoretisch okay? Das geht noch. Das Der geht Grat ist jetzt noch okay. Okay. Wir machen aber trotzdem eine neue drauf, weil ich habe eine gelochte gekauft. So, ich würde sagen, es wird Zeit für den nächsten Schritt, oder? Das ist dann hier diesen, wie nennt man das? Die Aufnahme von dem Rad, die Radaufnahme. Den Stern da. Radlager. Das ist das Radlager? Nee, das Radlager ist da innen drin. Innen drin das eigentlich, ist ne? die Radnabe. Die Radnabe. Die müssen wir jetzt irgendwie runterdrehen. Okay, da ist noch ein Lager drin und das würde blockieren, oder? Wenn wir das einfach versuchen würden rauszuziehen. So nicht raus. Okay, na gut. Geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Okay Leute, bitte einmal zurückspulen. Ich war so begeistert von der Arretierung des Radlagers, dass ich darüber komplett vergessen habe, für euch zu filmen, wie man das Ding aufbekommt. Dafür dreht ihr die Narbe so lange, bis diese Öffnung mit der Schraube in der Klemmmutter in einer Linie ist. Mit einem Inbusschlüssel könnt ihr dann die Schraube lösen. Wenn ihr das getan habt, dreht ihr die Klemmmutter gegen den Uhrzeigersinn auf. Ja, und dann Till, was machen wir denn jetzt? Jetzt kannst du abziehen. Was heißt das Ding jetzt? Boah, ey, das ist ja krass. Ja. Okay. Ich verstehe es. Da ist das Lager. Ja, got it. Also da sind Muttern drin und auf der anderen Seite sind die Schrauben drin. Wir haben das jetzt hier eingeklemmt, damit wir die lösen können. Vorsichtshalber. Ein Lösemittel. Schau mal raus, wie das drauf. Okay. Mehr Power. Okay, mehr Power. Mehr Power. Mehr Power. Ja, hat geklappt? Ja. Okay. So, und jetzt müsste eigentlich mal dieser Stern langsam einen Move machen, oder? Aha. Und da klopfe ich jetzt einfach oben drauf. Ja, du bist jetzt mal da oben drauf. Ich halt hier rein. Aha. Oh. Und die wird jetzt einfach so da rein, nicht, dass sie eine Kerbe kriegt. So. So schnell kriegt die keine Kerbe. Also, die kriegt bestimmt hier leichte Kratzer. Okay. Direkt. Aber das ist nicht so schlimm, weil das ist sowieso ein Lack. Ja. Du wirst auch auf den ersten Metern wird die Bremse unglaublich schleifen. Ja, ich muss hier sowieso, da steht irgendwas, dass man die runterfahren muss ein bisschen. Und 300 Kilometer einfahren. Huiuiui. Du musst ein bisschen einbremsen doch. Ah ja. Okay. Jetzt haben wir hier dieses Lager. Ja. Da klebt da hinten dran noch diese Scheibe. Aha. Die hat hier extra so eine Nase. Ah ja. Lager kommt da rein. Aha. Und jetzt müssen wir diesen Ring da wieder richtig draufschrauben mit 16. Da hast du ihn. 1, 2, 3, 15. Ah, 16. Okay. Ziemlich genau so war das. Ziemlich genau so war das. Jo. Jetzt gucken wir mal. Da hinten ist so. Womit bist du nicht einverstanden? Bei anderen Lagern würde ich tatsächlich sagen, das ist ein bisschen fest. Fällt da was ein? Wir müssen gucken, wie fest man es ziehen muss. Wir gucken einfach. Oder? Wir gucken einfach in dein Buch. Einstellen der Radlager mit einem Schraub zu prüfen, welcher gegen die Kante der Unterlegscheibe angesetzt wird. Die Scheibe muss sich noch soeben bewegen lassen. Und? Hat sich so angefühlt? Alles richtig gemacht. Bist du fein? Ja. Gut. Okay, also kann man sagen, dass es vorher zu feste war, ne? Vorher war es ein bisschen fest, ja. Okay. Jetzt kriegen wir den nicht mehr raus, oder was? Wie schön.
neue Sättel. Ne? Erst schraubst du von deinem Auto dann noch die Leitung. Guck kurz, Wer? in welche Richtung die steht. In welche Richtung die steht? Die Leitung. Wie meinst du das? Also so? So nach oben. So nach oben so. Und dann guckst du hier, dass du die da ungefähr genauso reinschraubst. Oh Gott, der ist aber festgebacken, du. Wollen wir da vielleicht auch mal einen Rostlöser drauf Du machen? kannst Rostlöser drauf machen. Okay. Puh. Na grüß Gott. Jetzt tropft's. Ja, endlich. Wissen wir, dass was drin war. Das ist tatsächlich bei Bremsleitungen extrem wichtig, dass du die gerade ansetzt. Ja. So. Ah, du hast einfach jetzt um die eigene Achse gedreht und dann könnte man es jetzt aber noch... Jetzt musst du mal. Also die Position ist ja schon ganz gut. Ist die schon richtig quasi jetzt? Die Position sollte so ganz gut sein. Aber ich Ja, ist nach oben. kann es ein bisschen festdrehen, aber vielleicht lässt es einfach noch ein bisschen locker. Julius. Wir machen einen Zeitsprung, ungefähr eine Woche in die Zukunft. Da wird sich herausstellen, dass die Bremse Bremsflüssigkeit verliert, vorne rechts. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also da drin ist auf jeden Fall ein bisschen feucht. Und das Problem ist, ich denke, wir haben die untere Schraube nicht zugedreht. Was bedeutet, dass man sich, wenn man zu zweit eine Bremse macht, unbedingt absprechen sollte, was schon gemacht wurde und was nicht, weil sicherheitsrelevant. Und damit wieder zurück in die Werkstatt, wo wir fachgemäß diese Bremse zusammenbauen. Und jetzt ist ja eigentlich schon nur noch hier der... Kannst aber die lenken. Ja, kann ich auch mit der Hand, oder? Uno. Nur eine Ratsche. Eine Ratsche? Ja, ich nehme eine Ratsche. Ja, ich muss noch lernen, effizienter zu arbeiten. Da stand, glaube ich, 70 Newtonmeter. Ich habe das Gefühl, die werden so nach ein paar Jahren werden die ein bisschen fester als diese 70 Newtonmeter. Kann sein, die backen ja auch ein bisschen fest. Ja, dann Bremsbeläge rein, Stifte rein. Gibt es da Unterschiede? Sind die einfach nur so, wie sie sind? Innen wie außen gleich, ja? Das ist viermal der gleiche. Aber so ein Luxus. Sensor. Ja. Da war doch was. Okay. So, nur ein Stift musst du auf jeden Fall schon mal reinmachen. Jo. Habe ich ja schon mal gemacht. Die Übung kenne ich schon. Irgendwie ist das auch nicht so stiff wie sonst. Nö, ist noch nicht drin. Der Sensor. Steckt. Wir wollen ja die Schläuche auch noch wechseln. Stimmt. Da war was. Okay. Nicht okay. Okay, das sieht gut aus. Fantastic. Da brauchen wir wieder unsere Ding-Kollegen hier. Ne? Genau. Ah, ich muss wieder so ein Gegendingenskirchen mir besorgen. Ja, dankeschön. Hört sich gut an. So. Und jetzt, wo du jetzt drauf achten musst, ist, wenn du hier drehst, dass die Leitung sich nicht mitdreht. Ja. Kann das passieren? Teil. Das kann passieren, dass sie sich mitdreht. Das kann passieren, dass sie festrostet. Sonst dreht man die ab, ne? Ja, reißt sie ab. Und kannst gucken, ob du den Schlauch einfach abdrehen kannst. Dass ich hier festhalte quasi und an dem Schlauch drehe, besser. Warte. Das fährt hier ab. So. Und dann gehen wir hier rein. Und den Splint da schon mal rausziehen, weißt du? Da ist so ein Blech. Ach, komm schon. Oh, da tut sich was. Das ist sogar in Wagenfarbe lackiert. Stell dir das mal vor. Rums. Siehst du?
So. Indisch rot. Sehr schick. Wenn du das jetzt schon gelöst hast, kannst du theoretisch einen Schlauch einfach abdrehen. Mhm. Das heißt, ich fixiere hier quasi und drehe auf der anderen Seite. Weil das hier aufdrehen? Ja, man kann das so schlecht drehen, da mit diesem Pinöppel da dran. Jetzt wird da bestimmt was rauskommen. Ich habe schon gesagt, wir müssen entlüften. Guck, da kommt's schon. Ach so, oder so. Ey, okay, das sind die Tricks. Und jetzt sifft es da einfach raus. So ein bisschen. Nimm mal die andere. Hast du den anderen Schlauch? Genau, das musst du da wieder durchstecken. Muss ich es durchstecken oder nur bis dahin? Ne? Eigentlich müsste reichen. Du musst noch ein bisschen gucken, dass es gerade drauf ist hier, ne? Ja, ja. Kann man hier eigentlich auch, wie macht man denn hier bei so einer Schraube Drehmoment testen? Nee. Nee, einfach nur, Nee. Dann machst du nein. einfach nur knallefest. Einfach nein. Du machst da keinen Drehmoment. Da ist nichts mit Drehmoment. Die ist Okay. fest. So. Okay, dann machen wir die fest. Du guckst halt, dass du am Schlauch drehst quasi wieder. Ja. Nicht, dass du deine Leitung kaputt machst. So, also fest ist fest, ja, und fest bleibt fest. So, wenn ich es nicht weiter jetzt... Ja, nach fest kommt ab. Also. Ja, ja, gut. Und dann den Kerl da wieder reinklopfen, oder? Genau. Der sitzt. Das habe ich bei den Antriebswellen auch gesagt. So, und jetzt muss man den da hier so an der Seite Du vorbei. musst ein bisschen gucken. Warte. Der hat irgendwie eine Richtung, meinst du, der Schlauch innen drin, intrinsisch, Er hat so ein bisschen so eine. Ja. wo er hin will. Ja, das ziehe ich jetzt gerade mal an, so dass es zumindest so handfest ist. Dann lege ich wieder den da an, damit ich das gegendrehen kann, oder? Einverstanden. Klingt nach dem Plan. Gut. Upsa. Okay, also ich würde sagen, sitzt. Das haben wir, das haben wir. Was müssen wir noch machen? Entlüften. Mhm. Genau. Ja, das ist sowieso das nächste, was wir machen. Hier die neue Spurstangen. Hast du schon? Okay. Habe ich noch nicht besorgt, aber Ja, ja, aber hast du schon auf dem. habe ich auf dem Schirm. Also kein Fett mehr drauf, ne? Kein Fett mehr neu? Nee. Also folgendes, wir haben jetzt die Bremsscheiben wieder eingebaut, die neuen, und die Bremssättel drauf gemacht und die Bremsklötze reingemacht in die Bremssättel, und jetzt müssen wir die Bremse entlüften, damit was passiert oder was nicht passiert. Bremsflüssigkeit ist hitzefest. Die dehnt sich nicht so schnell aus bei Hitze. Luft dehnt sich aus bei Hitze. Aha. Und es kann dann tatsächlich passieren, dass die Bremse heiß wird und die Bremse bremst, Ja. wo du gar nicht drückst, weil Luft in der Leitung ist und die auf den Sattel drückt. Ah, okay, jetzt wissen wir es. Das wäre ja saudoof. Kurzfassung. Dann raus mit der Luft. Und das machst du jetzt darauf auf dem Pinöppel? Ja. Ja. Kommt da drauf. Also das muss ich ja festhalten. Jetzt gucken wir erst noch mal kurz. Machen wir hier noch mehr Bremsflüssigkeit rein. Ja. Sonst ist die Übung sinnlos und wir pumpen mehr Luft rein. Du, war nicht verschütten, gell? Ich hab da mein Regencape drin. So, Jetzt muss ich pumpen. Ja. Du kannst jetzt reinsetzen, musst du so erstmal zweimal drauf treten. Ja. Trittst erstmal ins Leere. Und? So, ja, passiert noch gar nichts. Guck, passiert gar nichts jetzt, weil nur Luft drin ist. Okay, dann pumpen wir dreimal und dann halt mal unten. 1, 2, 3. Warum das mit dem dreimal pumpen? Da baust du ein bisschen Druck auf. Okay. Weil bei jedem Tritt drückst du ja theoretisch den Kolben. Ja. Und wenn du dreimal pumpst, dann baust ein bisschen Druck auf und die Luft steht an. Und wenn ich dann hier loslasse, Ja. drückst du das alles direkt raus. Ah ja. Was Wenn ich heißt? hier aufschraube dann. Okay. Und was machst du gerade? Ich drehe hier den Entlüftungsnippel immer wieder auf. Okay. Und dann wieder zu. Genau. Dann nochmal dreimal pumpen. Ja. Und dann 1, gehalten. 2, 3. Jetzt ist Druck drauf. Du machst das Entlüftungsventil auf Genau. und es kommt was raus. Das merkst du auch. Bei dir fällt dann der Fuß weiter runter.
Kommt wenigstens schon Flüssigkeit. Ja, da kommt die ganze Zeit schon was. Ich drehe mal hier zu. Geh jetzt also genau auf die andere Seite. Drück nochmal und anhalten. 1, 2, 3, halte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich darf wieder runter von der Bremse eigentlich. Also, Entschuldigung. Wir sind eigentlich fertig, oder? Würde ich jetzt sagen. Jetzt da oben mal einen Tick auffallen. Aber weil wir gerade gesagt haben, oh, das ist Gift, das Zeug. Ne? Also hier sieht man das ganz gut. Wir machen hier gerade, das ist der Bremsflüssigkeitsbehälter. Das ist der Verhauen beim Kofferraum. Und das da oben ist Lack, der da nicht mehr ist. Wahrscheinlich, weil irgendwie da Bremsflüssigkeit rausgekommen ist und dann den Lack gegriffen hat. Da sieht man mal, was für ein krasses Zeug das ist. Also mit Bremsflüssigkeit immer aufpassen, das ist Gift. Okay, haben wir es heute wieder geschafft. Kurz zusammengefasst, was wir gemacht haben. Wir haben die Bremsen gewechselt, also alles. Vorne die Bremsscheiben, die Bremsklötze und Bremssattel und die Bremsleitungen und die Sensoren für die Bremsklötze. Wir haben angefangen mit Räder runter machen, dann haben wir den Sensor gelöst, dann haben wir die Bremse losgeschraubt, haben gleichzeitig auch den Bremsschlauch gelöst, haben dann den Bremssattel runtergezogen, haben dann von der Radnabe vorne diesen Schutz abgenommen, haben dann die Radnabe gelöst, da muss man so eine Imbusschraube lösen, dann kann man das freidrehen, haben dann die Bremsscheibe mit der Radnabe runtergezogen, gleichzeitig auch das Kugellager mit rausgeholt. Das ist kein Kugellager, das ist Kegelrollenlager. Kegelrollenlager. Na gut, wir haben das Kegelrollenlager rausgezogen. Danach haben wir dann die Scheibe zusammen mit der Radnabe runtergezogen, die Scheibe eingespannt in einen Schraubstock und dann haben wir die Schrauben gelöst, die die Radnabe mit der Bremsscheibe zusammenhalten. Und dann das Ganze wieder zurück. Und dann noch entlüftet. Und fertig ist die Laube. Pro Seite, mit mir als super Slow-Mo-Worker, haben wir 2 Stunden gebraucht. Also insgesamt 4 Stunden. Ich muss sagen, es ist eins der schnelleren Projekte gewesen, die wir jemals hatten. Hat aber Spaß gemacht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es wird mit der neuen Bremse. Wenn euch das Spaß gemacht hat, das Video zu gucken, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Und ganz wichtig, wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann drückt die Glocke. Bis bald. Ciao.